much stronger. 2,5 Jahre nach dem Beginn der Angriffe, wenn ich was falsch übersetze, 2,5 Jahre nach dem Beginn der Angriffe durch den Internationalen Währungsfonds können wir sehen, dass die Arbeiterinnenbewegung deutlich stärker geworden ist, dass sich die Stimmung radikalisiert hat und dass auch die Parteien der Linken stärker geworden sind. I don't want to give a lot of figures about the financial situation. I just want to say that after these 2.5 years in the IMF, and in general, after 10 years of consecutive ultra-neoliberal measures taken in Greece, after a lot of unbearable suffering of the Greek workers, both the financial and the political situation are much worse than it was before all these packages. Ich möchte jetzt nicht sehr viele Zahlen nennen, ich möchte nur sagen, dass 2,5 Jahre nach dem Beginn der Maßnahmen des Internationalen Währungsfonds und nach 10 Jahren von ultraneoliberaler Politik und nach einem enormen Leiden der Arbeiterinnenklasse in diesem Zeitraum ist die finanzielle und soziale Situation schlechter als zu Beginn war. All figures, recession, unemployment, the height of the state debt, all financial figures are much, much worse now after 2 memorandums and 1 haircut. All figures are much worse than they were before 2007. Wir können sagen, dass alle wichtigen Zahlen, Arbeitslosigkeit, Staatsschulden nach 2 Memoranden und einem Haircut schlimmer sind, als sie vorher waren. About the situation between the workers, which I suppose we are much more interested, I will not give figures, I will only describe the situation. First of all, we have to say that the infrastructure of the state, hospitals, schools, universities, in general public services are collapsing day by day. Hospitals are closing down because of a lack of fundamental things. Universities do not have a paper to give to the students when they go to give exams, and you have to bring your own paper to give exam in the university. Other universities, faculties close at all or they are merged together. Ich möchte jetzt keine Zahlen sagen, ich möchte jetzt nur ein bisschen was über die Situation erzählen. Es gibt enorme Probleme in der Infrastruktur, bei den Spitälern, in den Schulen, bei den Unis, im öffentlichen Dienst. Man kann im Wesentlichen sagen, es kollabiert alles. Die Spitäler schließen und es fehlt an fundamentalen Dingen. Und auf den Universitäten ist es mittlerweile so, wenn man eine Prüfung ablegen möchte, dann muss man sein eigenes Papier mitbringen. The public health is seriously damaged, and now there are every day more and more people that do not have the possibility to visit a doctor because the public health is under collapsing and they cannot pay for private ones. Das Gesundheitssystem kollabiert und ist zerstört. Es gibt mehr und mehr Menschen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen. More and more families, not only families of unemployed people, but also families with people who are still working, do not have the ability to pay for their electricity, for the water, for heating. Es gibt immer mehr Familien und nicht nur Familien, die arbeitslos sind, sondern auch Familien, wo noch alle arbeiten, die kein Geld mehr haben, um Elektrizität zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Wasser zu bezahlen, Heizung zu bezahlen. So by this means the survival, the maintaining of a basic fundamental living standards for the majority of the population, of the working population, is becoming an everyday battle. Das bedeutet, das Überleben, das heißt das Aufrechterhalten eines bestimmten Basislebensstandards ist eine tägliche Schlacht. Now a few things about contracts, wages and all this issue. Nun ein paar Dinge über die Arbeitsverträge, über Löhne und über all diese Fragen. For example, since the second memorandum that it was voted last February, this allows the bosses to cut everything
from the collective contracts and the wages, apart from the basic salary and the extra amount of money which is given for the studies and for merits. 10% for the merits, 10 to 15% increase above the basic salary according to the studies. Apart from basic salary, 10% for merits and 10-15% for your studies, all the rest included in contracts bosses are allowed not to pay anymore. Seit dem zweiten Memorandum im letzten Februar, February 2012. Ja, okay, also in diesem Februar ist es den Bossen erlaubt, eigentlich alles, was über den Mindestlohn hinausgeht, runterzukürzen, mit der Ausnahme von 10% für Heirat und 15% für Weiterbildung, aber alles andere kann gekürzt werden und man bleibt auf dem Mindestlohn. As a result of this, for example, in the public sector, where the basic salary is almost half of the final amount of money that we get every month because of the additional money we get, because of this memorandum too, as a result of this, in the public sector, there was a reduction of the wages, in average 30%, and in a lot of cases it was about 50%. Und vor allem im öffentlichen Dienst ist das Basiseinkommen, macht das Basiseinkommen eigentlich nur die Hälfte des tatsächlichen Einkommens aus und der Rest über Zulagen und Zuschläge bezahlt. Das bedeutet, dass im öffentlichen Dienst es durchschnittliche Lohnkürzungen von 30% gegeben hat und diese Lohnkürzungen in einzelnen Fällen bis zu 50% ausgemacht haben. In general, they are aim, and they say it more and more openly, is that in general the workers in Greece will very soon be paid as high as the Bulgarians, which means 300 euros as a basic, an average salary for the whole population, not for the new workers, for the whole working population. Okay. Und das Ziel ist, und das wird immer offener und offener gesagt, ist auf Durchschnittslöhne zu kommen wie in Bulgarien, und das bedeutet Durchschnittslöhne von ca. 300 Euro im Monat. Furthermore, you should know that there are thousands of people who have been working for months now without being paid at all. And there are huge sectors, not only in the private sector but also in the public, people who haven't been paid during the last 2 years, for example. Okay. Und es gibt tausende Menschen, die seit Monaten keine Löhne mehr bekommen haben, und es gibt nicht nur privat, aber auch im öffentlichen Dienst Menschen, die seit 2 Jahren keine Löhne ausgezahlt bekommen haben. And of course, the last 3 months, a new discussion has opened, and it refers to banning the 5 days work and expanding it at least to 6 days per week and above 70 hours per week. Okay. Und seit 3 Monaten beginnt eine neue Diskussion um eine Attacke gegen die 5-Tage-Woche, und es ist geplant, mindestens eine 6-Tage-Woche einzuführen in 70-Stunden-Woche. As a maximum Maximum, also maximal mögliche Arbeitszeit. the Möglichkeit Das ist echt the right of the boss to use a worker up to 73 hours per week. Okay, also das Recht, bis zu 73 Stunden einzusetzen. So there are thousands of such examples. The general conclusion is that the memorandum policies are policies of a constant interior depreciation, policies who are trying to make the workers, the young people and the poor strata pay for the crisis of the system. So, das heißt, die Memorandum-Politik bedeutet, die jungen Menschen, die Arbeiterinnen und die Armen zahlen zu lassen,
Sorry, jetzt bin ich draußen, sorry, last half sentence. Zahlen für die Krise. Zahlen für die Krise, danke. Weiß jeder, was mit dem Memorandum gemeint ist? Die E-Mails. Ja. Nein. Ja, das ist so eine Memorandum of Understanding. Das sind quasi die Vereinbarungen der Troika mit dem griechischen Staat, unter welchen Voraussetzungen Griechenland weitere Hilfsgelder bekommt. Wie gesagt sind das Diktate natürlich. Ja. Das sind keine. Das sind so Memorandum of Understandings heißen die. Of course, another very important issue is the fact that everything from the public property is being sold out, and I mean everything. Public services like water and electricity, ports, airports, hospitals, parks, roads, islands, everything that belongs to the state, even the buildings which are used for the ministries. And the ministries will rent them from the private owners. Und ein weiteres wichtiges Thema, es wird jetzt alles ausverkauft und mit alles meint sie alles. Sie gibt ein paar Beispiele: Wasser, Elektrizität, Häfen, Flughäfen, Straßen, Inseln, Parks und sogar die Gebäude der Ministerien, und die Ministerien werden diese Gebäude dann zurückmieten. So, of course, as a result of all this situation, there is a huge catastrophe, a huge damage in the society, and of course, during the last years, there is a Greek workers' movement, and in general, every kind of movement that has been increasing rapidly, and I would like to say further about this. So, und aufgrund dieser großen Attacken hat es in den letzten Jahren auch ein großes Ansteigen der griechischen Arbeiterinnenbewegung gegeben und griechischen Bewegungen überhaupt nicht. Würde ich einige Worte über diese Bewegung sagen. In the last two and a half years, we have increased about 29 general strikes, 3 of which were 2-day strikes, 48 hours. Sehr hoch und dort
lokalen Komitees dann auch darüber diskutiert wird, was man vor Ort machen kann, beispielsweise gegen die Schließung eines Hospitals oder um die Energie wieder anzuschließen. Also wenn der Gasmann oder die Stromfrau kommt und das Gasapparat illegal wieder anhängen. And of course, there are several examples, they are becoming more and more, of self-management of industries or hospitals or restaurants, wherever the private owner or the state declare bankruptcy, they leave them to die and get away. Und es gibt diverse Beispiele und es werden mehr und mehr Beispiele von Selbstorganisierung. Selbstverwaltung. Ja, okay, Selbstverwaltung. Okay, gut, wenn ich Stereo höre, akzeptiere. Selbstverwaltung, die in verschiedenen Bereichen passiert, unter anderem in der Industrie, in Spitälern, in Restaurants, wo die Unternehmer den Bankrott verkündet haben. In those cases we have the workers who occupy the industry or occupy the restaurant or occupy the hospital, and through their assemblies they are trying to keep it alive, and by that they are trying to keep the working places alive and also the production alive. Und wir sehen immer mehr Beispiele, wo Kolleginnen ihre Industrie, ihr Spital, ihr Restaurant besetzen und versuchen, das weiter in Gang zu halten und auch die Produktion in Gang zu halten. Of course, this movement has a lot of specific boundaries. It is not that easy to continue to expand and to become a total solution, but I leave it for the discussion for further details. Natürlich gibt es da einige, was war das? Einige Einschränkungen und einige Schwierigkeiten, aber sie möchte es jetzt nicht weiter ausführen, sondern möchte es jetzt auch gerne für die Diskussion lassen. Okay. I skip a lot about the political parties, Syriza, the Communist Party. If you want, we can discuss later with the discussions, but we don't. Sie streiten mal jetzt alles, was über die linken Parteien ist, über Syriza, über die KKE, über die kommunistische Partei, aber das liegt an euch. Ja? Ja, das wäre interessiert, wie diese kritische Gewerkschaftsorganisation ausschaut, ob es einen Dachverband gibt. das oder gilt was. Frage. Machen wir eine Diskussion da, okay? Na, dann machen die Parteigeschichte, oder? Nein, Sie sollen es einmal Okay. referieren und wenn Ja. es interessiert, soll in der Diskussion noch. Genau. Of course, yes. Okay. So finally, a few things about our program and the way that we intervene in the workers' movement and in general in all those movements I refer to. So, und jetzt noch einige Worte zum Abschluss über die Frage, was Sie jetzt tun und wie Sie versuchen zu intervenieren in der Arbeiterinnenbewegung und diesen Bewegungen insgesamt. Our main purpose is the reconstruction and the recomposition of the workers' movement, because we believe that poverty will not do all the job itself. Was wir arbeiten daran, an der Reorganisierung und Rekonstruktion der Arbeit- und Arbeiterinnenbewegung, weil wir glauben, die Armut alleine wird es nicht tun. The workers' revolt, their rebellion, or even the revolution that we aim to will not come as an inevitable result of the deterioration of the living standards. It requires a certain program, tactics and strategy of intervention. So die Revolten, die Rebellion und sogar die Revolution, die wir wollen, wird nicht von selbst kommen aus der Verschlechterung des Lebensstandards, sondern sie braucht ein bestimmtes Programm und eine bestimmte Taktik. So first of all, we put forward our program, which we call it an emergency program, and this is a program for the abolition of the memorandums and all these brutal new measures. So als erstes haben wir bringen wir etwas in die Diskussion, das wir Notprogramm nennen. Das heißt zuerst den Stopp des Memorandums und der ganzen Sozialabbaumaßnahmen.
for the cancellation of the debt of the country, because as long as we continue to pay for the speculators and the banks, there will be no euro left for our food and for our hospitals and schools. Wir sind für die sofortige Schuldenstreichung, weil solange das Geld an die Spekulanten und in die Banken geht, wird kein Euro übrig bleiben für unsere Schulen und für unsere Spitäler. Both these two inevitably, we believe, result in the exit of the European Union and the euro, because they are conditions that cannot be accepted by these constitutions. I mean, the abolition of the memorandums and the cancellation of the debt. Wir sind für den Austritt aus dem Euro und aus der EU, weil wir glauben, dass es nicht möglich ist, innerhalb von Euro und EU die Bedingungen, also die Streichung des Memorandums durchzusetzen. Richtig? Ja, okay. Nochmal das Parteiungsrecht. Okay. And of course, there is a huge issue that has to do with the need of nationalization of the banks and the major key sectors of the economy where the wealth is concentrated. Und wir glauben, es gibt die Notwendigkeit der Nationalisierung der Banken und der Schlüsselindustrien, wo der Wohlstand konzentriert ist, Because der it is, Reichtum konzentriert ist. because we understand that it is very easy to say that we want money for the health, for the education, for the working places to save them, etc. But we have to answer the question where to find the necessary money to keep all this running. Weil es ist natürlich sehr einfach nur zu sagen, wir wollen genug Geld haben für die Gesundheit, für die Erziehung, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, aber wir müssen auch beantworten, wo kommt das ganze Geld her, das wir dafür brauchen. These are a few points from our program. That's the second main axis of our intervention is the effort to organize the workers in all levels, which means building new trade unions. Die zweite Achse unseres Programms ist, die Arbeiter und Arbeiterinnen auf allen Ebenen zu organisieren. Das bedeutet den Aufbau neuer Gewerkschaften. Dazu muss man verstehen, dass es in Griechenland nicht wie bei uns einen Einheitsgewerkschaftsbund gibt, sondern dass es mehr oder weniger ganz viele Betriebsgewerkschaften gibt und diese Betriebsgewerkschaften alles geformt sind. Das heißt, dass jetzt nicht man ruft den neuen ÖGB aus, sondern Hat die noch Parteien geformt? ja, also es sind Richtungsgewerkschaften, aber auch noch als System ist an sich, zum Beispiel nicht Betriebsratsvorsitzende, sondern Gewerkschaftsvorsitzende bei Vodafone, das eine eigene Betriebsgewerkschaft ist. Ja. Okay, just to make it clear, because I think I understood the question. Okay, in Greece there are two big federations, national, one for the private sector and one for the public sector. In Griechenland gibt es zwei große Gewerkschaftsdachverbände, einen für den privaten und einen für den öffentlichen Dienst. On the base, there are different kinds of trade unions, either sectoral trade unions or business trade unions. So you understand that sectoral there are a lot. Okay, explain. So, und an der Basis gibt es ganz verschiedene Gewerkschaftsstrukturen. Es gibt sektorale Strukturen oder es gibt also Branchenstrukturen oder es gibt Strukturen für einzelne Betriebe. But the main problem is that the majority of the workers in the private unions, in the private sector, are not organized at all, either because there are nor sectoral nor neither business trade unions, or because they are existing in papers and they are alive in practice. They are dead in practice. Im Privatsektor gibt es sehr viele Kollegen, die überhaupt nicht organisiert sind, entweder weil es keine Branchen oder keine betriebsspezifischen Gewerkschaften gibt oder weil diese Gewerkschaften nur am Papier existieren, aber nicht in der Praxis. So a main purpose of our intervention is to build new trade unions where there are not. For example, in Vodafone with 2,500 people, there was nothing from
no tradition of trade union at all, and we have built a trade union from scratch. Das heißt, wir versuchen dort neue Gewerkschaften aufzubauen, wo es derzeit noch überhaupt keine gibt. Beispielsweise bei Vodafone mit 2500 Kollegen und Kolleginnen gab es keine Gewerkschaften und auch keine Tradition von Gewerkschaften. Or to rebirth existing trade unions that are not alive, which means to gather the first forces to build committees of workers who would call for the first assembly and try to give again life to these trade unions. Und wir versuchen auch Gewerkschaften wieder aufzubauen, wo sie sanft umschlummert sind. Wir versuchen Kollegen und Kolleginnen zu sammeln für erste kleine Komitees, die dann eine erste Versammlung der Kollegen und Kolleginnen wieder zusammenkommen. Or on a local level, in the neighborhoods, in the towns, etc., to build popular assemblies, which meant to gather the residents to discuss about the situation and take actions against it. Und in den Nachbarschaften, in den Städten versuchen wir Volksversammlungen zu organisieren, die dann gemeinsame Aktionen starten können. So, trying to organize in every kind, in every form, in every level, the young people and the workers. Das heißt, wir versuchen in jeder Form und auf jedem Level die jungen Menschen und die Arbeiterinnen zu organisieren. The third thing, of course, is the attempt that people would be more radicalized, which means trying to put forward more radical ways of reaction, not just protests, but trying to put our rights in action, which means trying to paralyze the bourgeois state by occupying public buildings, town halls, ministries, etc. Und die dritte Achse ist, dass wir versuchen, radikale Forderungen nach vorne zu bringen. Es geht nicht nur um Protest, sondern es geht darum, den bürgerlichen Staat zu paralysieren, beispielsweise durch die Besetzung von öffentlichen Gebäuden, von Ratshäusern, von Ministerien. And of course, we put forward forms of reactions such as strikes, protests, demonstrations, all based on regular assemblies, general assemblies, where all the workers decide themselves about what their mottos is and which form of mobilization they choose. This is very important. Und das heißt, wir tragen noch voran alle anderen Reaktionen wie Streiks, Proteste, Demonstrationen. All das wird wollen wir, dass in Generalversammlungen beschlossen wird, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen selber darüber entscheiden, wie demonstriert wird und unter welchem Motto. Und das ist etwas sehr Wichtiges für uns, dass die Kolleginnen das selbst entscheiden. And there, our opinion is that the bourgeois state and the bourgeois class has declared a total war against the workers and the young people and the poor strata, which means that they are not, they have to declare their own war in order to survive, which means that they should not obey to any regularity, to any normality, or to any law, because first the government and the politicians of this country disobey all the laws and the constitution itself. Wir glauben, dass der bürgerliche Staat und die bürgerliche Klasse einen totalen Krieg erklärt hat gegen die ArbeiterInnen und die Jugend. Und wir glauben, dass es notwendig ist, unseren eigenen Krieg dagegen zu führen. Wir glauben, dass es richtig ist, die Normalität und die Gesetze nicht zu akzeptieren, weil derzeit die Gesetze und die Normalität gegen uns gerichtet sind. And finally, this is also very important, of course, is the effort for building solidarity nets, because as you understand, there are very important issues about the everyday life and problems of the everyday survival, and if we leave them aside, this means that the desperate, poor and homeless people would turn towards fascist, racist solutions. Und
Das Letzte ist, wir glauben, es ist extrem notwendig, Solidaritätsnetzwerke aufzubauen, die das Tag für Tag Leben und Überleben garantieren können. Wir glauben auch, wenn wir das nicht tun, dann werden die Armen und die Obdachlosen offen werden für faschistische Lösungen und rassistische Lösungen. Such solidarity nets do not only discuss, but they mainly act, which means, for example, they go and reconnect the electricity in houses who have no more electricity because they didn't pay the bill. Die Solidaritätsnetzwerke diskutieren nicht nur, sondern sie agieren vor allem. Beispielsweise schließen sie in Häusern, wo es keinen Strom mehr gibt, die Wohnungen wieder an Stromnetz an. Or we massively organize the denial of paying taxes. Oder wir organisieren die massenhafte Verweigerung der Steuerzahlungen. Or we occupy local abandoned buildings so that we give the opportunity of homeless people to find shelter. Oder wir besetzen massenhaft lokale Gebäude, um obdachlosen Menschen die Möglichkeit geben, wieder wo zu wohnen. And the last thing is that, of course, we say that all these problems like the poverty, etc., and the rising of the political and financial crisis will grow as long as we don't give a total political answer, which means that we put forward the motto for a general political indefinite strike in order to get rid of the IMF, to get rid of the government, and to open a way of organizing the society and the economy based on the social needs. Und schlussendlich wollen wir eine Antwort geben auf die finanzielle und politische Krise. Wir glauben, dass es eine generelle politische Antwort braucht. Wir glauben, dass es notwendig ist, ein unbefristeter Generalstreik gegen den Internationalen Währungsfonds und gegen die Regierung, was den Weg öffnet zu einer Lösung, die basiert auf unseren tagtäglichen Bedürfnissen. Thank you very much for your time.